Hallo, lieber Shahin. Du bist ja Gründungsmitglied der Partei Menschliche Welt, warst Kandidat bei der Bundestagswahl und stellst dich jetzt auch der Europawahl als Spitzenkandidat. Und eines deiner Hauptanliegen ist die Abschaffung der Massentierhaltung. Warum ist dir genau dieses Thema so wichtig? Was ich an der Massentierhaltung schlimm finde, ist die Art und Weise, wie Tiere gehalten werden. Und es gibt immer wieder Erkenntnisse dafür, dass wir sowohl technisch auch als vom Wissen durchaus in der Lage sind, das Leiden der Tiere wesentlich zu reduzieren. Es sind oft Gründe der Profitmaximierung. Es kostet die Landwirte ein bisschen, für das Wohl der Tiere zu sorgen, für den Schutz der Tiere zu sorgen. Auf der anderen Seite oder ein anderer Aspekt ist, dass wir zu viel produzieren. Das heißt, wir produzieren ein Vielfaches von dem, was wir eigentlich bräuchten. Und es ist problematisch zum einen für die Gesundheit des einzelnen Menschen und zum anderen zerstören wir enorme Ressourcen der Umwelt. Wir fügen der Umwelt mit der Massentierhaltung sehr viel Schaden zu, irreparablen Schaden zu. Und die Tiere leiden. Es ist nicht mehr zu rechtfertigen. Es ist auch eine Sache der Einstellung. Wir müssen eigentlich dahin gehen, die Tiere nicht mehr als Nutzobjekte zu betrachten, sondern Tiere haben einen Existenzwert, wie jeder Einzelne und ich auch. Ja, dann lass uns doch mal gleich über deine Einstellungen über die Subventionen sprechen. Denn gerade in der EU sowie aber auch weltweit sind kleine landwirtschaftliche Betriebe da immer sehr benachteiligt. Und große Mastbetriebe und Hersteller in der Landwirtschaft werden sehr großzügig mit Steuergeldern subventioniert. Was ist hier deine Meinung? Ja, die Frage der Subvention ist auch eine ganz wichtige, die müssen wir natürlich uns stellen. Subventionen aus Steuergeldern, sie werden ja verteilt, leider ungleichmäßig. Es werden nicht genügend Landwirte belohnt, unterstützt, die sich für das Wohl des Tieres und auch für die Belange der Umwelt einsetzen. Derjenige bekommt das meiste Geld, der die stärkste Lobby hat. Und ich denke, Menschliche Welt ist die Lobby für die Umwelt und auch für das Wohl der Tiere. Ja, lieber Shahin, danke dafür. Jetzt ist natürlich für euch, sind Praktiken wie Meditation und Yoga ein wichtiger Bestandteil für die Selbstfindung, aber auch um die Welt ein bisschen menschlicher zu gestalten. Und für viele Menschen ist dies aber immer noch zu spirituell oder sogar zu esoterisch. Wie kannst du diesen Mitmenschen die Angst nehmen und warum ist es eigentlich wichtig, diese Praktiken in unserer Gesellschaft zu etablieren und vielleicht sogar ja auch in die Politik zu bringen? Ja, sehr oft werde ich gefragt, menschliche Welt befürwortet auch Methoden wie Meditation, Yoga zur Achtsamkeit. Ich werde auch gefragt direkt, was kann man zum Beispiel mit Meditation für eine bessere Welt oder für die Politik bewirken. Ich kann von mir aus sagen, ich praktiziere viele Jahre, über 30 Jahre Meditation. Meditation hilft mir, eine gewisse Gelassenheit zu haben, eine innere Ruhe zu haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich mache meine Steuererklärung, in dem Moment kommt mein kleines Kind und möchte mit mir spielen. Aus einem Reflex heraus kann ich das Kind verjagen und sagen, lass mich in Ruhe, ich muss mich konzentrieren. Wenn ich aber in meiner Mitte bin, wenn ich achtsam bin, merke ich, ich habe nicht nur die eine Option, sondern ich habe mehrere Optionen. Ich kann dem Kind zum Beispiel vermitteln, du, die Arbeit ist mir wichtig, gib mir noch ein paar Minuten, nachher spiele ich gerne mit dir. Oder ich kann sagen, Mensch, mein Kind wächst so schnell, ich entscheide mich jetzt, ich lasse das, ich kann die Steuer auch später machen und ich spiele mit dem Kind. Was ich damit ausdrücken will, wenn ich durch die Meditation es mir gelingt, im Alltag eine gewisse Ruhe beizubehalten, dann gewinne ich zusätzliche Handlungsoptionen. Sie ermöglicht mir auch, meinen gesunden Menschenverstand beizubehalten und bin nicht meinen Trieben, meinen Instinkten schutzlos ausgeliefert. Das heißt, für mich persönlich ganz klar, Meditation ist eine sehr große Hilfe im Alltag und ich denke auch für die Gesellschaft wird Meditation zunehmend bedeutsam werden und auch die Menschen werden in einem größeren Rahmen die Wirksamkeit der Meditation erfahren.
Ja, das ist eine sehr schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage, die nämlich folgendermaßen lautet: Ob du mir ein Bild von einer Welt malen kannst, die menschlich ist. Also wie würden dort die Menschen zusammenleben? Wie würde unsere Ökonomie und unsere Ökologie, unsere Wirtschaft da aussehen? Also eine Welt, in der du dich absolut wohlfühlst. Eine menschliche Welt für mich ist in erster Linie eine Welt, in der die Menschen ihren gesunden Menschenverstand eingeschaltet lassen. Wir haben so viel Wissen in der Welt. Wir leben in einer Wissensgesellschaft. Alles, was wir machen, ist uns bewusst. Wir wissen, was es anrichtet. Wir kennen die Konsequenzen. Das Wissen ist vorhanden. Das Wissen auch, wie es anders sein könnte, ist vorhanden. Allein der Wille, das umzusetzen. Was dem oft entgegensteht, ist der Wunsch, der starke, übertriebene Wunsch nach Profitmaximierung. Wir als Gesellschaft haben das Empfinden, wir haben eine gute Welt, wenn wir genug Geld zur Verfügung haben, wenn wir Reichtum anhäufen. Eine menschliche Gesellschaft würde sich fragen oder würde die Einstellung haben, meine Existenz auf dieser Erde ist eine begrenzte Zeit. Ich habe ein Nutzrecht, aber ich habe kein Besitzrecht. Ich habe aufgrund dessen, dass meine Vorfahren, dass die Menschen vor mir so vieles geleistet haben, Annehmlichkeiten, ich habe Bequemlichkeiten, die kann ich nutzen. Ich kann meine Fähigkeiten, meine Potenziale, meine Liebe, meine Menschlichkeit in diese Gesellschaft einbringen. Ich kann damit auch jeden anderen inspirieren, sich in diese Gesellschaft einzubringen. Eine menschliche Welt würde für den Einzelnen frei von Existenzsorgen sein. Sie würde auch den Menschen helfen, nicht tagtäglich darüber nachzudenken, wo kriege ich frisches Wasser her, wo kriege ich Nahrung her. Das ist Realität im Jahre 2019 für Milliarden von Menschen. Und eine menschliche Welt würde eine Kooperation, keine Konkurrenz haben. Wir würden füreinander, für ein Miteinander haben. Und wir würden auch in einer menschlichen Welt Konflikte haben, aber wir würden die Konflikte anders lösen. Ja, in eurer Parteiarbeit habt ihr sicherlich auch den einen oder anderen Konflikt. Emotionen oder Gefühle treten auch zutage. Wie löst denn ihr diese zwischen euch und wie geht ihr mit Spannungen und zwischenmenschlichen Herausforderungen um? Ja, wie lösen wir Konflikte innerhalb von menschlicher Welt in unserem Team, in unserer Arbeit? Natürlich, wo Menschen miteinander zusammenarbeiten, gibt es durchaus manchmal verschiedene Meinungen. Das bedeutet aber nicht, dass sie eskalieren müssen. Wir erfahren in unserer täglichen Arbeit, dass oft diese Konfliktsituationen oft ein Schlüsselmoment sind, um über unsere Grenzen hinauszuwachsen, vielleicht eine andere Sicht anzunehmen, vielleicht die eigene Idee mit den Ideenvorstellungen des anderen zu bereichern. Und wenn Sie sich praktisch auf Konflikte freuen, weil Sie darin ein Potenzial sehen, innerlich zu wachsen, wenn Sie darin sehen, Möglichkeiten, andere Perspektiven, Ihr Blickfeld zu erweitern, dann freut man sich drauf. Und es ist dann keine Angst, keine Bedrohung. Und zum anderen entstehen oder eskalieren Konflikte, wenn es um mein Ego geht. Das heißt, ich möchte das in dieser Form haben. Aber wenn wir ein Wir pflegen und in diesem Wir ist mein Ich eingeladen, mitzuwirken. Das heißt, dieses Ich ist nicht verloren im Wir, sondern dieses Ich kommt erst in dem Wir zur richtigen Blüte. Und dann lernen Sie, es ist eine Kultur, Sie lernen einfach mit Konflikten anders umzugehen. Und das ist sehr praktiziert in menschlicher Welt. Und zum anderen, wir arbeiten alle freiwillig daran. Wir arbeiten mit Herzblut, wir arbeiten wirklich bis Leistungsgrenze, Potenzial. Aber wir haben unsere Freude, wir haben unsere Liebe in dieser Arbeit. Das freut mich. Ein sehr schöner abschließender Satz. Ja, vielen Dank. Und herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview. Danke dir für die Fragen. Ich hatte die Kamera vergessen. Das ist gut.